Jetzt geht die Action richtig los. Ich bin der König der Welt! Prost! Warum sind hier so viele Leute? Was passiert hier? Von hier oben kann man fast alles sehen. Ist das peinlich? Servus und herzlich willkommen in München. Sie kennen die bayerische Landeshauptstadt traditionell mit der Frauenkirche, mit dem Oktoberfest mit Trachten oder dem englischen Garten. Und weil Sie das sicher schon irgendwo mal gesehen haben, zeigen wir Ihnen heute Alternativen. Nicht ganz so überfüllte Plätze und das moderne München. Haben Sie Lust? Ja, dann geht's schon los. Ach, was ist das denn da hinten? Okay, das funktioniert. Hallo. Entschuldigung. Hallo? Dürfte ich wissen, was ihr mit diesen Brillen macht? Das sieht ja spannend aus. Wir machen hier virtuelle Zeitreisen. Wir testen gerade eben eine neue Station, die wir haben. Cool, darf ich mal aufsetzen und probieren? Klar doch. Ach was. Ja, wir sind gerade beim Marienplatz im Jahre 1568. 1568, das ist ja cool. Warum sind hier so viele Leute? Was passiert hier? Wir feiern hier gerade eben die Hochzeit von unserem Kronprinzen Wilhelm, Ja. der hier sich gleich mit seinem Schwager mit einem Ritterturnier duellieren wird. Ist das der da hinten auf dem Pferd? Der in Blau, genau. Der in Blau. Wie cool ist das denn? Ist das denn tatsächlich auch so gewesen? Also ist das alles geschichtsgetreu? Ja, wir haben alte Archivaufnahmen, wir haben alte Zeichnungen noch von der Stadt und wir haben das dann am Computer nachgebaut und so ziemlich genau so wird es auch ausgesehen haben. Das muss total bescheuert von außen aussehen. Aber von innen ist es echt richtig, richtig cool. Dank dir, dass ich das ausprobieren durfte. Gerne doch. Dank dir für diese kurze virtuelle Führung. Ich habe aber jetzt noch eine Verabredung für eine reale Führung. Los geht's. Ciao, ciao. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. Monika, ihr seid Foodblogger, Ja, aber ja nicht nur das. genau. Wir haben einen Schwerpunkt auf Kulinarik und Kultur, geben München-Tipps und halt Umland auch ein bisschen. Dass man weiß, was hier los ist. Und Genau. wo findet man das? Ja, wir machen ein Online-Magazin, das heißt Isablog. Ja. Und bei Instagram sind wir als Supermunich unterwegs. Sag mal, ihr zwei, den Viktualienmarkt hier in München, den kennt ja jeder. Warum ist der eigentlich so berühmt? Ja, ich glaube, es liegt an der Vielfalt. Also es gibt hier wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Man bekommt viele einheimische Produkte, aber auch exotische Früchte, Ja. Wein. Es gibt nichts, was hier nicht gibt. Hier gibt es ja sehr viele alte traditionelle Stände. Wie ist denn das mit den Marktstandbetreibern? Sind die auch ja, alt eingesessen oder kommt da auch immer mal wieder frischer Wind nach? Sowohl als auch. Also es gibt natürlich die traditionellen, aber in letzter Zeit auch viele jüngere. Das ist so eine Art Generationswechsel. Hier sind wir beim Gourmet. Das ist auch ein sehr neuer Stand. Und da kann man eben Wein kaufen und Metze essen. Servus. Herzlich willkommen. Hi! Das ist auch einer der neuen, wilden, jungen Stände hier auf dem Viktualienmarkt. Hi, ich bin Simin. Hi, Mette, hallo. Freut mich. Schön. Hi. Ja, was für eine tolle Kombi, ne? Genau, Metze vielen und Dank. Wein. Ja, wir haben hier eben türkische Weine und deutsche Weine und haben eben türkische Mezze, die wir in Bio- und Demeter-Qualität aufkochen, servieren und auch saisonal zubereiten und Schön. der Großteil aller Produzenten aus München und Umland sind. Und haben die ganzen Mezze neu interpretiert, haben aber nicht die Seele verloren, sondern einfach behalten den Geschmack. Wie jetzt zum Beispiel hier einen rote Beete-Hummus. Und dazu gibt es ein handgemachtes Biosimit, auch Schön. aus München. Ja. Genau. Darf ich probieren? Gerne. Oder wir? Ich mag Jasmin so gerne. Nicht nur, weil das fast klingt wie mein Name. Wir haben uns einfach der türkischen Kulinarik verschrieben und wollen eben zeigen, dass die Türkei auch mehr kann als nur Kebab. Richtig lecker. Man, vor allem diese kleine Zimtnote da drin. Du Gerhard, gibt es eigentlich hier in München nur den Viktualienmarkt als Markt mit festen Ständen oder noch mehrere? Nein, es gibt sogar 4 feste Märkte. Einer davon ist in Heidhausen. Den könnten wir uns anschauen. Da könnten wir hinfahren zum Wiener Platz. Ja, sehr gerne.
and the feeling goes on and on and on and the feeling goes on. Da ist der Stehausschank vom Giesinger Bräu. Das ist die jüngste Münchner Brauerei. Ja, Und vielleicht, wenn wir Nachmittag noch Zeit haben, könnte man ja eine Brauereibesichtigung machen. gern. Monika hat noch einen anderen Termin, die sehen wir später wieder. Mit Gerhard schaue ich mir eine Alternative zum Viktualienmarkt an. Das ist ja schnucklig hier, Gerhard. Ja, das ist jetzt der Markt am Wiener Platz. Es gibt auch eine Verbindung zum Viktualienmarkt. Ja. Der Brunnen, der stand lange Zeit dort und wurde erst, nachdem die Schrannenhalle wieder aufgebaut wurde, hierher verlegt. Aha. Und weißt du, was da lange Zeit ein Streit war? Nee. In welche Richtung das der Hintern schaut. Okay, heißt das, die Marktstellen haben jetzt verloren oder gewonnen? Ja, und die Politiker sehen die schöne Seite. Das ist ja cute. Das Schöne sind halt diese Häuschen, die einzelnen Marktstände, wo man alle möglichen Sachen kaufen kann, Gemüse, aber auch einen ganz tollen Fischstand gibt es hier, Ja, wo die Leute gerne kommen und sich mittags einfach was holen. ja. Das können wir doch auch machen, oder? Ja, Ein ich bisschen glaube Hunger schon. habe ich schon. Mit Knoblauch. Super frisch. Das ist wirklich schön hier. Ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, hier zu wohnen. Ja, das wollen viele. Aber Heidhausen ist halt mittlerweile auch sehr teuer geworden, weil es ein sehr begehrtes Wohnviertel geworden ist. Das war mal ein armes Viertel. Ja. Gerade in den 80er Jahren sind viele Häuser ziemlich runtergekommen gewesen. Aber mittlerweile ist alles saniert und richtig schick. Jetzt sind wir hier in der Breisingstraße, wo noch einige der alten Herbergshäuser sehr gut erhalten sind oder renoviert wurden. Die Herbergshäuser sind gebaut worden Ende des 18. Jahrhunderts als Unterkunft für die ganzen Arbeiter, die in den neuen Brauereien oder Ziegeleien, die hier entstanden sind, Gearbeitet haben. Genau. Ja, das ist perfekt, meine Größe. Ja, die sind richtig niedlich klein, diese Häuser, und sind jetzt alle wunderschön renoviert und sehr beliebt als Wohnraum oder eben für Künstlerateliers. Ja, und teilweise richtig urig hier, wie dieses schöne Holzhaus. Ja, das ist der Kriechbaumhof. Der Ja. wird genutzt von der Jugend vom Deutschen Alpenverein, Ja. die da ihre Räume drin haben. Da sind wir jetzt bei der Giesinger Brauerei in Werk 2. Steffen, eure Brauerei kann man ja jetzt nicht mehr als Start-up bezeichnen, oder? So groß wie das hier ist. Ja, wenn man sich umschaut, ist es schon gigantisch. Ja, wir Ja. haben uns auch, als wir gebaut haben, schon sehr erschrocken, als wir hier den ersten Riegel hingestellt haben. Und im Vergleich damals, wo wir 2006 gegründet haben, in der Birkenau, auf einer kleinen Doppelgarage, da war alles natürlich noch ein bisschen romantischer, als es jetzt hier ist. Das heißt, man muss sich das vorstellen, wirklich, ihr wart mal eine Garagenbrauerei. Genau, wir hatten damals, ich bin ja frisch von der Bundeswehr gekommen, hatte nichts mehr zu tun. Und habe dann gesagt, ich widme mich mal dem Thema Bier in der Stadt. Und dann haben wir eine Garage angemietet und dann ging das alles recht schnell. Also von der Garagegründung bis heute sind halt 18 Jahre vergangen. Du widmest dich in München mal dem Thema Bier, weil es gibt ja kaum Brauereien hier. Ja, ich habe auch früher gar nicht so viel Alkohol getrunken. Und in München sind halt nur 6 Brauereien. Ja, wenn du Frankenland anschaust, da sind ja hunderte von kleinen Brauereien. Aber hier sind nur 6 und da habe ich gesagt, naja, da wird sich schon eine kleine Nische irgendwie ergeben. Ja, aber trotzdem wollt ihr es mit den 6 Großen aufnehmen. Unbedingt, ja. Das ist unser großes Ziel, dass wir hier auch unser Bier tatsächlich auch verteidigen gegen die Großen. Die haben ja die ganze Immobilienbesitz in der ganzen Stadt gehört ja den Großbrauereien. Und wir müssen uns von Café zu Café kämpfen, zur kleinen Kneipe und versuchen so zu überleben. Wow, professionell. Was haben wir denn da jetzt? So, wir haben hier unser bayerisches Pilzchen, ein Red Ale und ein Lemon Drop Triple. Pilzchen, das Ja. ist ja süß. Also hier Pilzchen haben wir gesagt, in Bayern trinkt ja eh keiner Pilz. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen halt mal ein Pilz und nennen es feines Pilzchen. Wo wir keine Bitterstoffaromen, keine Bitterstoffhopfen benutzen, sondern nur aromatischen Hopfen. Das ist der hier. Korrekt. Okay. Und der, wenn man sich jetzt mal überlegt, Oh ja.
Das riecht schon In der mild. ganzen Republik wird ja zu 95% Pilz getrunken. Ja, nur in Bayern ist halt so, dass alle hell trinken, sagen, Pilz trinke ich nicht, aber alle anderen in der Bundesrepublik trinken Pilz. Ja, das schmeckt richtig fein. Was ist das Dunkle hier? Das Dunkle ist ein sogenanntes Red Ale. Wir können mit verschiedenen Röstmalzen können wir ein rotfarbenes Red Ale herstellen. Und das ist so aromatisch. Also ich glaube, ich weiß, es ist unser aromatisches Bier, was wir haben. Gerhard sagt hier schon schokoladig. Ich finde es eher fruchtig, aber man merkt, Gerhard, du hast schon das ein oder andere Biertasting gemacht, oder wie? Also ich finde, es ist sehr kräftig. Also der Malzgeschmack kommt halt bei dem Bier so durch. Also ich finde spannend, was es verschiedene Stile gibt, wie vielseitig Bier sein kann. Prost! Prost. There's blood on the side of the mountain. There's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room. Also die Maxvorstadt ist einfach ein super Viertel, wenn man ausgehen will. Hier ist immer was los. Also tagsüber, abends, hier kann man super essen gehen. Es gibt hier ein paar Traditionslokale, so sehr alte Münchner Traditionsgaststätten, aber auch sehr viel junge, moderne Lokale, weil hier in dem Viertel einfach wahnsinnig viele Studenten wohnen. But I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. Kunst ist hier ein großes Thema in der Maxvorstadt. Es gibt viele Ateliers und Künstler, die hier leben. Aber jetzt bei dem Wetter bin ich ganz schön froh, dass wir jetzt ins Museum gehen. Ja, ich auch. Jetzt sind wir mitten im Museumsquartier und das rechts hier ist das Museum Brandhorst. Das ist das jüngste Museum hier im Quartier und besonders auffällig ist hier an der Fassade diese Keramikstäbe. Ach, das ist Keramik. Und je nachdem, was für einen Blickwinkel man wählt, ändert sich auch die Farbe wieder. Ja. Wow. Das ist der Lepanto-Saal, oder? Genau. Der wurde ja extra für dieses Werk von Cy Twombly geschaffen. Genau, der Raum wurde quasi mit den Architekten und Cy Twombly zusammen gestaltet und extra für diesen Zyklus Lepanto angefertigt. Und die Bilder, die hier zu sehen sind, die 12, die sind auch dauerhaft in diesem Raum und die werden auch nicht ausgetauscht. Also der Raum ist tatsächlich für diesen Zyklus geschaffen worden. Das ist echt beeindruckend. Worum geht es denn bei diesem Lepanto-Zyklus? Im Lepanto-Zyklus geht es um eine antike Seeschlacht, die man auch sehr gut erkennen kann an den Booten, die sich auf den Bildern wiederfinden. Und auch die Farben, eben das Rot, Orange und Gelb, das ist eben auch so ein bisschen das Feuer, der Wein, Blut, also die Niederlage und der Sieg, der irgendwie beides immanent in diesen Bildern sind, werden hier gezeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch bunter werden könnte. Ja, die Sammlung ist ja irgendwie schon sehr divers, aber man versucht natürlich auch, das noch auszubauen. Hier sind wir nun auch in einem Raum, wo wir mit Jean-Michel Basquiat auf der linken Seite einen Künstler haben, einen schwarzen Künstler, der schon länger in der Sammlung ist. Und wir haben auch hier noch 2 Neuerwerbungen von Raymond Saunders, der eben auch ein Künstler of Color ist aus den USA und sich in seinen Werken auch sehr mit dem strukturellen Rassismus in den USA, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in diesem Werk geht es um Südafrika, auseinandersetzt und auch um die Probleme, die eben schwarze Personen noch immer haben in der Gesellschaft und diese eben auch hier thematisiert. Nach der Hochkultur gehen wir auf Entdeckungstour ins eher unbekannte München. Na, das ist jetzt schon was ganz anderes als die Maxvorstadt, oder? Ja, also hier im Dreimüllenviertel bin ich total gern. Das ist ein bisschen authentischer, echtes München. Hier gibt es aber auch ein paar Hippeläden. Hippeläden. Und was ist da vorne los? Da stehen ein paar Fahrradfahrer. Ich erkläre es einfach noch mal ganz kurz. Ich gebe vorne die Preise. Wow, ein cooler Fahrradladen und richtig was los. Genau mein Ding. Ich hätte gern Cappuccino. Ja, ich finde das halt vor allem toll, dass ihr mit Mädels fahrt, weil ich war selber auch Fahrrad und manchmal ist es halt so, wenn man mit Jungs fährt, die wollen dann immer die Schnellsten sein und dann denkt man nach
30 Kilometer und jetzt fallen mir die Beine ab. Ja, Ne? nee. Also es gibt durchaus Jungs-Rides, dienstags vor allen Dingen. Aber wir haben genau das festgestellt im Biergarten letztes Jahr gesagt, warum gibt es eigentlich keine Mädels-Rides? Und es ist jetzt so schön, weil man fährt mit Mädels, die sich nicht trauen, in einer Männergruppe mitzufahren. Ja. Und einfach zu wissen, dass man Mädels das ermöglicht, in einer Gruppe zu fahren, die auch sonst vielleicht alleine nicht unbedingt bei Dunkelheit rauskommen. Das ist mega schön. Und wenn man dann jetzt hier zum Beispiel nur ein paar Tage in München ist, kann man dann einfach sagen, ich fahre mal mit? Muss man sich dann auf anmelden? jeden Fall, genau. Also es gibt schon eine Anmeldeseite, man kann aber auch immer spontan vorbeikommen. Und muss dann einfach einen Haftungsausschluss unterschreiben. Aber Dienstags und Donnerstags ist fest und ist super gern gesehen und wird auch viel in Anspruch genommen tatsächlich. Wir haben das immer wieder, dass wir irgendwie fährt dann neben jemanden, spricht den auf Deutsch an und stellt fest, hey, weiß nicht, der kommt aus Kroatien, ist nur kurz da und das ist mega schön. Ja. Super tolle Kontakte. Nächstes Mal bringe ich auf jeden Fall mein Fahrrad mit. Cool. Bevor wir jetzt in die alte Utting gehen, zeige ich dir aber noch eine Bäckerei, von denen es wirklich nicht mehr viele gibt. Schau mal, der Chef ist sogar persönlich da. Hallo. Hallo, Herr. Hallo, ich bin Celine. Grüß dich. Hi. Servus. Servus. Gerd hat mir gerade schon verraten, dass ihr eine ganz besondere Bäckerei seid. Das ist so, vielleicht bin ich eine besondere Bäckerei, weil wir biologische Zutaten haben, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Ich will schönes, gutes Brot backen und wenn man gutes Brot backen will oder guten Kuchen, dann braucht man saubere Zutaten und das sind halt biologische Zutaten. Oder macht ihr die besten Brezen? Und man sagt ja Die Brezen, ne? machen wir natürlich unbedingt die allerbesten. Jeder Bäcker macht die besten Brezen, unsere sind auch die besten. Und da hole ich noch mit zwei. Ja, oder? gern. Ja, Siehst du, so habe ich uns ein paar Brezen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich Brezen erfunden habe, das können andere Leute auch. Es ist halt auch wieder, meist sind Biobrezen ganz einfache Zutaten und sind nicht irgendwo mit dem Tiefkühllastwagen ein paar hundert Kilometer durch die Landschaft gefahren worden. Da gibt es ganz abenteuerliche Geschichten, wo Brezen herkommen. Wir machen unsere Brezen tatsächlich mit der Hand und dann wünsche ich einen guten Appetit. Vielen Dank, danke dir. So, jetzt suchen wir nur noch Bier. Auf geht's. Hä? Was ist das denn? das ist die alte Utting und die schauen wir uns jetzt an. Wie haben die denn da hingekriegt? Wie cool. Mit dem Kran haben sie hochgehoben. Das ist nicht nur eine der verrücktesten Locations, die mir je untergekommen sind. Hier treffen wir auch Gerhards Freundin wieder. Ah, da ist ja schon die Monika. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Das ist ja total cool hier oben an Deck. Ja. Wie haben die denn das Schiff hier oben drauf gekriegt? Das ist ja hoffentlich nicht bei Hochwasser hier hingeschwommen. Nein, es ist praktisch von Ammersee hierher transportiert worden, in einer sehr spektakulären Aktion. Und zwar war das eigentlich ein alter Ausflugsdampfer vom Ammersee und der wurde ausgemustert und dann haben die halt praktisch das Schiff auseinandergenommen und mussten Straßen sperren und das dann so hoch auf dieses stillgelegte Gleis raufhieven. Dass auch jeder ja mitkriegt, da ist eine neue Lokalität in der Stadt. Bumm. Ja, genau so. Aber es ist eigentlich dem Platzproblem so ein bisschen geschuldet auch gewesen in München, weil es nicht so viele freie Flächen gibt. Prost. Vielen Dank, ihr zwei. Das war total cool. Das hat voll viel Spaß gemacht mit euch. Danke euch beiden. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was ich später noch machen kann? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit in München. Vielleicht ins Werksviertel. Unter anderem steht da ein Riesenrad, da kann man irgendwie toll auf die Stadt schauen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und dann gibt es halt einfach außenrum noch so ein paar schöne Sachen, wo man dann noch entdecken kann. Ja, Ja, sehr cool. Das mache ich auf jeden Fall. Aber hier, erstmal austrinken, ne? Ja. Danke. Das Werksviertel Mitte ist das ehemalige Produktionsgelände der Firma Pfanny. Aber daran erinnert inzwischen nur noch wenig. Von hier oben kann man fast alles sehen. Da hinten die Frauenkirche, den Marienplatz, sogar die Allianz Arena.
Man fühlt sich hier fast wie im London Eye. Man müsste dann sagen Münchner Ei. Und apropos Ei, da wartet gleich was auf mich. Also mit so einem grünen Dachgarten habe ich nicht gerechnet. Wie kommt es, dass es hier mitten im Werksviertel sowas gibt? Ja, weil die Stadt Hochalm hier eine Dachbegrünung ist, um versiegelte Flächen der Natur zurückzugeben. Das heißt, wir möchten Natur erfahrbar machen im urbanen Raum. Ja. Das führt natürlich dazu, dass so ein Quartier gekühlt wird, dass Dachflächen nicht ungenutzt bleiben. Und das Ganze ist ein Teil vom Nachhaltigkeitskonzept im Werksviertel Mitte. Und kann hier jeder, der das Werksviertel besucht, einfach so raufgehen? Also nicht jeden Tag, wir haben keinen öffentlichen Publikumsverkehr hier, aber wir bieten Führungen an, in kleinen Gruppen, immer freitags, um etwas über Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcen einsparen und so weiter zu lernen. Na komm mal, ihr Hühner. Ah! Das sind Brahma-Hühner, eine seltene Nutztierrasse. Na komm. Oh, sind die schön. Nicht auf Legeleistung optimiert. Ja, aber legen auch. Legen auch, genau, aber halt eben nicht über 300 Eier im Jahr, sondern ungefähr die Hälfte. Da kommt der Hahn. Da kommt der Hahn, der muss nach dem Rechten sehen. Ja. Ja, guck mal, mein Lieber. Na komm, trau dich. Hier, trau dich. Nicht so doll. Nein. Also das Rote, das ist nicht mein Freund. Das pickt mir zu doll. Kann man sich jetzt gar nicht mehr so gut vorstellen, aber das hier alles war mal Fanny-Werksgelände. Genau, das war alles mal Fanny-Werksgelände seit 1949. Genau hier kamen damals die Bauern mit den Kartoffeln an. Und warum ist Fanny dann raus aus der Stadt und hat gesagt, ja, wir bauen hier so eine Containersiedlung hin? Man wollte damals in den 80er Jahren nicht mehr die Industrie im Mittleren Ring und dementsprechend mussten wir mit der Produktion nach Mecklenburg-Vorpommern gehen und hatten mein Onkel damals aber die schlaue Entscheidung gemacht, das Grundstück zu behalten. Und dann? Und dann zog das Nachtleben ein. Wir haben die alten Fabrikshallen behalten und so kamen die verschiedenen Clubs und Künstler und Livebühnen und Graffiti-Künstler hier ins Viertel. Und für diese Idee des Viertels habt ihr ja auch sogar einen Preis gekriegt, oder? Ja, wir hatten das große Glück, dieses Jahr den Deutschen Städtebaupreis 2023 gewonnen zu haben. Für eben diese Vielfalt, die wir darstellen, die mutigen Entscheidungen, die wir machen, diese 24-Stunden-Nutzung, kleine wie große Siedler, wir nennen sie ja nicht bei uns Mieter, die Nachhaltigkeit, das Soziale, dafür haben wir den Deutschen Städtebaupreis gemacht. Ja, man kann hier im Viertel auch Sport machen natürlich. Wir haben den Fitnessclub hier im Werk 12. Wir haben weiter hinten eine Parkouringhalle. Und ja, und genau hier ist unsere Heaven's Gate, die Kletterhalle. Bist du eigentlich schwindelfrei? Ja, geht so. Aber ich probiere es trotzdem aus. Das solltest du auf jeden Fall tun. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, hat mich gefreut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ain't nothing after you. Don't know what I'm do. It's like a chemical reaction explode. Du, das ist ganz schön hoch. Wie hoch ist das? Das sind bei uns 30 Meter Kletterhöhe. 30 Meter? 30 Meter. Der wirkt erstmal unheimlich, aber wenn man oben ist, ist es lustig. Oh je. Warum habt ihr so hohe Decken? Das ist doch jetzt auch nicht normal. Genau, also eigentlich war das nicht als Kletterhalle gedacht ursprünglich. Das war früher ein Kartoffelflockensilo. Ah, verstehe. Genau. Und ihr seid ein inklusiver Verein. Wie muss man sich das beim Klettern vorstellen? Also inklusiv bedeutet für uns als Halle eigentlich, dass alle, die klettern wollen, auch klettern können sollen. Egal, blind, körperlich beeinträchtigt.
Geschwisterkinder geflohen. Bei uns sollen alle klettern können, die klettern wollen. Ja, also wir haben zum Beispiel ebenerdige Bodeneinstiege, wir haben einen Fahrstuhl, wir haben ein taktiles Leitsystem. Wir haben auch Routen, die extra darauf ausgelegt sind, dass eben Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung sie klettern können. Genau, also eigentlich alle sollen klettern können, die klettern wollen. Oh, das war so cool. Meine Arme fallen gleich ab und ich bin ganz durchgeschwitzt, aber es hat voll Spaß gemacht. Sehr gut. Yay. Auch cool. 30 Meter. Ja, genau. So, und jetzt geht die Action richtig los. Du hast links die Bremse, rechts das Gas. Jetzt. Machst mal beide Hände ans Lenkrad und los geht der Spaß. Eieieiei. Jetzt geht's los! Die kleinen Hot Rods kann man auch im Werksviertel mieten. Eine coole Sightseeing-Tour. Das macht so Spaß, vor allem in den Kurven. Das ist so eine krasse Übersetzung, als würde man mit dem Hintern auf der Straße sitzen. So, können wir jetzt aber auch mal ein bisschen schneller fahren als 30? Aber natürlich, Schatzi. Nicht aus dem Auto hüpfen bei dem Kopfsteinpflaster. Also das macht so einen Spaß. Bis heute wusste ich nicht, dass ich auch ein bisschen Benzin im Blut habe. Alter, die gehen so ab, das ist so cool. Das ist wie bei Super Mario Kart. Und ich bin Luigi. You'll be on my Ich habe mir sagen lassen, das sind über 100 Biere, die es hier zur Auswahl gibt im Kiosk. Mir reicht eins. 3 Euro. Jawohl. Dankeschön. Schönen Abend. Ebenso, ciao. Ich habe es gemacht wie die Münchner, habe mir am Kiosk ein Bier geschnappt und mich hier an die Isar gesetzt. Ich hoffe, Ihnen haben unsere Alternativen zu den bekannten Münchner Sehenswürdigkeiten gefallen. Und vielleicht machen Sie es einfach so bei Ihrem nächsten Besuch. Sie picken sich einfach das raus, was Ihnen gefällt. Ob jetzt Werksviertel, Heidhausen oder vielleicht sogar die Hot Rod Tour. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und Servus.